So würde ich heute mit dem Investieren starten. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich habe heute ein Starterdepot dabei, wo es sich um die Anlage in Aktien und ETFs dreht, also perfekt für jeden Anfänger, der gerade versucht, hier Fuß zu fassen mit dem Thema Aktien und ETFs, aber auch durchaus spannend für jeden Anleger, der schon etwas länger an der Börse ist. Starten wir direkt rein. Also das Starterdepot ist natürlich, unterliegt bestimmten Grundannahmen. Einerseits möchte ich natürlich als Anfänger keine hochspekulative Investments tätigen, sondern vor allem breit gestreut anlegen. Deswegen Bestandteile dieses Depots natürlich Aktien, ETFs, Fonds und das möglichst risikoarm angelegt und deswegen auch, wenn es Aktien sind, Einzelaktien, dann eben in Large Caps, also in sehr, sehr große Unternehmen, die sich eben schon eine wirklich wichtige und starke Marktposition erarbeitet haben. Ganz spannender Punkt natürlich der langfristige Horizont. Da spreche ich jetzt nicht von 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, sondern 10, 20, 30 Jahren. Also eine wirklich langfristig orientierte Geldanlage, die in erster Linie natürlich auch passiv ist. Also da geht es dann um sowas wie Sparpläne. Wir sind ja hier als Starter sozusagen, als Anfänger neu an der Börse. Und da würde ich Market Timing wirklich überhaupt gar nicht machen. Also ich würde hauptsächlich hier das Geld passiv anlegen und sich erstmal so ein bisschen an das Thema Börse und den Geldmarkt herantasten. Ja, die Diversifikation spielt natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Also es soll jetzt nicht so sein, dass man 50% in einer Aktie hat, sondern es soll von der prozentualen Gewichtung her dann schon auch sehr, sehr sinnvoll sein. Und ein Grundsatz, der natürlich eigentlich jedem klar sein sollte: Wir wollen jetzt hier nicht unseren Notgroschen sozusagen investieren, sondern nur Geld, das wir nicht akut brauchen, das wir wirklich langfristig, zum Beispiel für die Altersvorsorge, hernehmen möchten und uns da einfach langfristig ein Vermögen aufbauen. Ja, die No-Gos dabei sind natürlich, wir wollen hier keine kurzfristigen Spekulationen haben, also kein Daytrading, Swingtrading oder irgend so ein Schwachsinn. Also es geht nicht darum, sein ganzes Geld, das man sich hart erarbeitet hat, innerhalb kurzer Zeit einfach zu verzocken und zu verspielen, sondern wir versuchen hier mit einem langfristigen Horizont wirklich ein gutes und ordentliches Vermögen aufzubauen. Und das wollen wir eben auch in einer Form tun, in der es relativ arbeitsarm ist. Da ist natürlich Trading schon deutlich zeitaufwendiger. Deswegen wollen wir auch kein Aktienhopping betreiben, also von einer Aktie in die nächste springen, immer wieder kaufen, verkaufen, eben handeln. Dieses ganz viele Handeln, das ist auch nicht Teil dieser Strategie oder das Ziel, sondern einmal in Aktien investieren, Buy and Hold betreiben, klar immer mal wieder auch checken, aber in erster Linie diese Buy and Hold Strategie verfolgen. Logischerweise wollen wir auch nicht all in gehen in irgendeine einzelne Position oder in irgendein Assets, und Hebelprodukte, die spielen natürlich auch überhaupt gar keine Rolle. Also wir sind hier Anfänger an der Börse und kennen uns jetzt mit den ganzen CFDs oder Optionsscheinen ja überhaupt noch gar nicht aus. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, damit anzufangen. Ja, wenn du dieses Thema hier spannend findest und generell meinen Kanal, lass doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Es war sehr, sehr viel Arbeit, dieses Video hier vorzubereiten. Also wenn es dir gefällt, würde es mich wirklich extrem freuen, wenn du mit dem Video interagierst. Und jetzt machen wir aber schon weiter. Ja, die Basis haben wahrscheinlich schon sehr, sehr viele erraten, ist ein ETF. Ich würde jetzt hier einen ETF nehmen, der relativ breit gestreut ist, also entweder sowas wie den Vanguard FTSE All World ETF, also wo wir dann schon eine weltweite Abdeckung haben, was Aktien angeht. Alternativ kann man sich da auch für einen iShares Core S&P 500 ETF entscheiden, also der nur in die 500 stärksten Unternehmen in den USA investiert. Kann man sich überlegen, wie man da seine Vorlieben hat, ob man lieber die ganze Welt abdecken möchte oder eben nur auf die stärkste Volkswirtschaft setzt in den USA. Ich habe jetzt hier einfach für mich in dem Beispiel mal den S&P 500 genommen und eine Gewichtung von 70% angestrebt. Hier in dem Beispiel würden jetzt 50-70% Anlage in den ETF auf jeden Fall Sinn machen. Passiv, also monatlich per Sparplan, und man kann da aber, wenn man zum Beispiel schon Eigenkapital hat, am Anfang mal eine Einmalposition kaufen und das dann immer weiter laufen lassen mit einem Sparplan. Und in meinem Fall wäre das jetzt eben dieser iShares Core S&P 500, den ich benutzen würde als Basis. Und ich habe jetzt auch immer hier dieses schöne Schaubild mit dabei.
und 70% liegen dann eben hier in diesem ETF. Das heißt, 30% bilden dann eben die Bestandteile von anderen Assets und die 70% stellen jetzt sozusagen die Welt dar, also der wirkliche Anker und das Kerninvestment dieses Starterdepots. Aber jetzt wird es ja erst richtig spannend, weil jetzt kommen wir auf die Satelliten zu sprechen, also die um die Welt kreisen sozusagen. Da haben wir jetzt hier als erste Aktie McDonald's, also brauche ich wahrscheinlich eher wenige Worte dazu verlieren. McDonald's, Basiskonsum, Restaurantunternehmen, also wirklich stark eingesessen am Markt. Denke ich, dass langfristig eine sichere Aktie ist und sich gut entwickeln wird. Vielleicht nicht ganz so stark wie der ETF, aber es bietet auch gute Sicherheit, ist relativ wenig volatil und hat halt vor allem den Vorteil, dass es in solchen Rezessionsphasen und schwierigen Phasen mal meistens sehr gut performt im Vergleich zum Aktienmarkt. Die zweite Aktie, die ich mit reinnehmen würde, wäre dann hier Lowe's. Ja, Lowe's, also Baumarktkette, ist ja in einer Duopolstellung in den USA auch ein Business, was niemals verschwinden wird. Auch mit einem ja, sehr, sehr spannenden Investment Case. Ist auch einfach ein wirklich gutes Basisinvestment. Dritte Aktie wäre für mich die United Health Group. Also eine sichere Aktie wie die gibt es kaum. Da ist man eben nur diesen politischen Risiken ausgesetzt. Es ist ein ja, Krankenversicherer, Gesundheitsdienstleister in den USA und zwar der größte. Also das sind jetzt eben alles drei Aktien, die wirklich sehr, sehr sicher sind und versuchen, die Volatilität zu ja, verringern und auch so eine Art Anker nochmal im Portfolio darstellen. Das sind praktisch die ersten 3 von 10 Aktien, die ich dabei habe. Die nächsten 3 sind hier Caterpillar, ein Industrieunternehmen, was sich auf Baumaschinen fokussiert hat, also auch alles, was mit Bauen zu tun hat. Wird es immer geben, wird man immer brauchen, ist auch eine sehr, sehr stabile Aktie, die zwar durchaus eine gewisse Zyklik hat, aber auch ähnlich schwach mit dem Markt an sich korreliert. Ja, CPKC, Canadian Pacific Kansas City, ist die 5. Aktie, ist ein Eisenbahnunternehmen aus Kanada. Ja, Monopolstellung kann niemals mehr verschwinden. Das ist ein geschlossener Markt. Da kann, also diese ganzen Railway-Netzwerke, also die Eisenbahnnetzwerke, die sind bereits gebaut. Da gibt es nur wenige Betreiber, die eben auf diesen Eisenbahnnetzwerken fahren. Und da gehört eben CPKC Kanada zu dem größten Player dazu und deswegen für mich auch eine sehr, sehr gute Position hier für so ein Starterdepot, auch aufgrund der niedrigen Volatilität. Die 6. Aktie wäre jetzt hier Linde. Linde, ja, Industriegashersteller. Brauche ich, glaube ich, auch wahrscheinlich auch nicht viel dazu sagen. Es ist jetzt hier ein sehr, sehr eingesessener Marktplayer, also der Marktführer im Bereich Industriegase. Man geht da aber auch immer mehr in Wasserstoff. Und wenn du jetzt noch gar keine Ahnung hast zu den einzelnen Unternehmen, dann google doch einfach mal die Investor Relations, schau dir ein bisschen das Businessmodell an, wenn du wirklich dieses Anfängerdepot nachbauen möchtest. Ich will jetzt hier nur mal die einzelnen Positionen vorstellen, wie ich sie aufstellen würde. Aber dann, wenn du das wirklich nachbauen möchtest, gerne nochmal genauer die einzelnen Unternehmen anschauen und erfahren, was denn eigentlich das Geschäftsmodell dahinter ist. Die 7. Aktie, jetzt wird hier auch schon deutlich volatiler, wäre dann hier Microsoft, also das einzige Tech-Unternehmen, das ich hier als Einzelposition nochmal mit reinnehmen würde. Das ist für mich die beste Aktie der Welt, mehr oder weniger. Also wirklich extrem starker Tech-Konzern. Ja, größte Position im S&P 500 wahrscheinlich dann, also wenn man S&P 500 und Microsoft hier nochmal als einzeln zusammenrechnet, die Prozentualanteile, dann wäre das wahrscheinlich die größte Position. 8. haben wir hier Ferrari, also Race, ein ja, Luxus- bzw. Konsumkonzern. Die produzieren eben diese Ferrari-Autos und denke ich auch, das ist ein langfristig sehr, sehr guter Pick. Ist auch eine nette Beimischung, so ja, einen Fuß einfach auch im Luxus mit drin zu haben und entwickelt sich auch ja, deutlich stabiler und langfristig orientiert besser wie der S&P 500. Und die 9. Aktie Waste Management, auch ein sehr, sehr solides Basisinvestment, also hier eine Art Versorger der Abfallindustrie. Also die haben Recyclinganlagen und natürlich Müllabfuhr im eigenen Portfolio. Also da, denke ich, braucht man sich auch keine Sorgen machen. Und die 10. Aktie, nochmal was aus dem Konsumbereich, ist PepsiCo. Ja, Getränke, Snacks, das werden die Menschen immer konsumieren. Deswegen für mich auch eine sehr, sehr sichere Wahl. Und auch hier relativ niedrige Volatilität, natürlich auch eine nette Dividende.
die auch einfach motivieren soll. Also ich habe jetzt hier auch geschaut, dass alle Aktien wenigstens eine kleine Dividende zahlen, oder der Großteil zumindest, dass man als Anfänger sozusagen auch am Ball bleibt und durchaus sehr, sehr gut motiviert wird durch diese Dividendenzahlungen. Wir haben jetzt hier noch einen schönen Überblick über die 10 Aktien, die jetzt hier in diesem Portfolio liegen. Also von 25% sind jetzt hier 10 Aktien mit drinnen. Das heißt, jede Aktie hat 2,5% Gewichtung in dem ganzen Portfolio. Ich denke, dass das eine gute Wahl ist. Da kann man sich natürlich noch überlegen, ob man das noch breiter aufstellt mit 15 Aktien. Halte ich aber für nicht notwendig. Also jetzt hier nochmal so ein kleiner Überblick. Ja, wenn du Interesse dran hast, hier auch dieses Portfolio mal nachzubauen oder wenigstens einen Teil davon und du noch kein Portfolio hast, beziehungsweise einen Broker, dann gibt es jetzt eine sehr, sehr spannende Aktion beim Finanzen.net Zero Broker und da kannst du bis zu 350 € Prämie erhalten, wenn du mit dem ersten Link in der Beschreibung ein Konto öffnest und dem Code jetzt, Zero jetzt oder auch im ersten angepinnten Kommentar gerne mal auschecken. Natürlich auch für jeden interessant, der mal sein Depot kostengünstig wechseln möchte. Es ist wirklich der mit Abstand billigste Broker, den es gibt. Und man handelt hier eben auch echte Schweizer Aktien. Also für mich der beste Broker definitiv. Gerne mal auschecken. Das ist natürlich auch für mich indirekt eine Unterstützung. Danke. Dann gucken wir jetzt hier nochmal auf die Sektorenverteilung. Die habe ich jetzt nochmal aufgeführt. Hier in Blau Versorgung 30%. Dann Industrie 30%, also relativ Konsum 30%, Industrie 30%, also 60% Industrie und Konsum, eben die wirklich stabilen Teile der Sektorenanalyse. Dann 10% in Gesundheit, also mit United Health, auch was sehr, sehr stabiles, 10% Technologie, 10% Versorgung und dann eben noch 10% Transport. Ja, also schon relativ fokussiert hier auf Konsum und Industrie, aber an sich dennoch relativ gut diversifiziert. Da könnte man natürlich noch deutlich mehr machen, also nach Gig-Sektoren und so weiter, aber das halte ich eher für unnötig. Also ich möchte es eher so einfach wie möglich halten. Ja, und das waren jetzt eben die Satelliten, die Einzelaktien, die jetzt hier in diesem Anfängerdepot zusammen mit den ETFs letztendlich tatsächlich 95% ausmachen. Also ich habe mich ja für 70% ETF, 25% Aktien entschieden. Das heißt, 95% des Portfolios haben wir jetzt hier schon abgebildet. Die Aktien, die sollen also sozusagen als Satellit rund um dem ETF dienen, um nochmal so ein bisschen eine Diversifikation auch zu bieten und in einzelnen Sektoren nochmal stärker zu investieren. 25%, wie gesagt, hier die Satelliten, 70% bei meinem Fall der ETF. Ja, wer jetzt aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass eben jetzt hier noch 5% fehlen. Also der kleine graue Teil dieses Kuchens hier, der ist jetzt eben noch offen. Und da wird es jetzt auch nochmal spannend. Da habe ich jetzt 2 Alternativen mitgebracht. Einerseits würde ich die 5% entweder, wenn ich sehr, sehr stark auf Sicherheit setzen möchte, in Gold investieren, aber in physisches Gold. Das wäre meine erste Wahl. Alternativ 5% für alle, die ein bisschen risikoaffiner sind und eine spekulativere Anlage bevorzugen. Für die wäre sicherlich hier Bitcoin interessant. Also für alle mit Risiko Bitcoin, für alle, die Sicherheit eher suchen, Gold. Ich habe jetzt in meinem Beispiel mich für Gold entschieden. Also bei mir sind jetzt 70% in ETFs, 25% in Aktien und 5% im physischen Gold. Und wenn wir uns die Übersicht ansehen, dann sieht das Depot bzw. das Starterdepot jetzt so aus. Also 70% im iShares Core S&P 500 ETF, also ein breit aufgestellter ETF aus den USA. Und hier diese 10 Aktien, McDonald's, Lowe's, Linde, Canadian Pacific, Kansas City, United Health Group, Caterpillar, Waste Management, Microsoft, Ferrari und PepsiCo. Auch gut diversifiziert, schöne Dividendenzahler mit dabei. Und zuletzt mit einer 5%igen Position dann hier Gold als physische Anlage. Ja, also so würde ich praktisch mein Anfängerdepot aufstellen und einfach mal so in die Börse starten, natürlich peu à peu und dann erstmal dadurch ein Gefühl bekommen, wie funktioniert denn überhaupt die Börse? Bin ich überhaupt geeignet vielleicht auch für so eine doch relativ spekulative Anlage im Vergleich zum Beispiel zu Tagesgeld oder Festzinsen oder ähnlichen? Es ist ja eben doch auch einfach ein schwieriges Thema, wo man auch länger braucht, um wirklich Fuß zu fassen.
Also das wäre so meine Strategie, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, mich hier wirklich breit aufzustellen und erstmal zu schauen, passt es für mich? Ist es hier, macht es Sinn für mich? Halte ich auch diesen ganzen Stress natürlich aus? Und deswegen ist das Starterdepot auch möglichst so ausgelegt, dass man wenig machen muss, dass man nur raufschaut und sich über die Dividenden und Kursgewinne freut und da keine hohe Volatilität oder so eine große Rolle spielt, die dann natürlich auch zu Frust führen könnte. Ja, ich habe jetzt auch eine kleine Ankündigung mit dabei. Also ich werde jetzt in den nächsten Tagen meinen Discord-Channel veröffentlichen. Und zwar, ich werde dazu einen Post erstellen, wo dann auch der Link drinnen erscheint. Da könnt ihr dann alle kostenlos beitreten. Das wird aber nur kostenlos sein, bis ich die 1000 Follower erreicht habe. Also ich möchte das praktisch danach innerhalb meiner YouTube-Mitgliedschaft anbieten. Aber ich möchte euch jetzt hier in dem Fall einfach was zurückgeben, weil ihr mich einfach schon so lange auch supportet. Also alle, die unter 1000 Follower jetzt hier mit dabei sind, macht die Glocke an, dass ihr diesen Post nicht verpasst. Dann könnt ihr kostenlos in den Discord-Channel mit rein. Das ist jetzt eben nur kurzfristig, mittelfristig für jeden frei zugänglich und dann wird das geschlossen und nur noch per Mitgliedschaft möglich sein, hier beizutreten, aber jetzt auch für die Leute, die mich einfach schon so lange auch, die mich unterstützen, auch lange kommentiert haben, also die Leute wissen, wen ich da genau meine. Nutzt es auf jeden Fall, macht die Glocke an, dann kommt ihr da rein. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich werde es aber auch nochmal in einem oder anderen Video erwähnen. Ja, und jetzt noch ganz cool, ihr könnt dieses Depot bei GetQuinn einsehen. Wenn ihr auf GetQuinn geht, euch da registrieren wollt, ich habe da auch einen Link in der Beschreibung mit drinnen, da könnt ihr einfach mal das auschecken, euch einen Account erstellen, ist völlig kostenlos. Dann einfach nach meinem Namen suchen, also Börsenparkett bei GetQuinn eingeben und dann könnt ihr mein ganzes Portfolio einsehen, also dieses Starter-Depot und natürlich auch in Echtzeit einfach schauen, wie hat sich's denn entwickelt, lief's gut, lief's schlecht. Es ist natürlich jetzt nicht irgendwie nach Market Timing oder ähnlichen getrackt, sondern ich habe einfach stumpf die Positionen eingetragen mit dem Kurs vom letzten Handelstag und jetzt fängt eben die Entwicklung erst richtig an. Das heißt, es ist einfach wirklich eine Einmalanlage und nicht in diesem Sparplan-Gedanken gedacht, wie ich es ja eigentlich machen möchte, aber es lässt sich so eben nicht abbilden. Deswegen jetzt hier als Einmalanlage schön einsehbar, könnt ihr euch merken, könnt ihr euch anschauen, ist für immer sozusagen verfügbar und denke ich, ist ganz nettes Gimmick für jeden, den das wirklich stark interessiert. So sieht es dann letztendlich aus, also man kann dann hier wirklich die Performance zum Beispiel dieses letzten Handelstages anschauen, kann sich hier die einzelnen Positionen ansehen, die hier drin liegen. Ich habe jetzt hier auch, anstatt natürlich einfach Goldmünzen hinzuschreiben, habe ich jetzt hier einfach mal den iShares Physical Gold genommen, aber das sollen dann eben die physischen Goldmünzen sein. Da kann man natürlich auch dann einfach so ein ETF nehmen, wenn einem das lieber ist, je nachdem. Und auch die einzelnen Aktien kann man sehen, alle mit 1000 Euro ungefähr eingebucht. Und das ist dann eben ganz nett, da man hier auch die einzelnen Positionen mit der Gewichtung nochmal genau sieht und den ETF und kann sich das alles anschauen. Und auch wenn du das Video jetzt noch viele Monate oder Wochen, nachdem es rausgekommen ist, anschaust, kannst du das eben nochmal nachvollziehen, wie sich dieses Portfolio entwickelt hat. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich echt freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.